Ja, unser Thema ist Anxiety Culture. Auf Deutsch könnte man das Angstkultur nennen. Aber es ist nicht die Beschäftigung mit der Angst als Phänomen, die beim Einzelnen ankommt oder sich in seinem Leben auswirkt, jedenfalls nicht allein, sondern wir wollen das Ganze auf einer gesellschaftlichen Ebene untersuchen, weil wir davon ausgehen, dass viele der großen Probleme, die wir in unserer heutigen Zeit haben, dass die alle mit Ängsten behaftet sind. Angstkultur nennen wir das deswegen, weil wir unterstreichen möchten, dass Angst nicht nur ein individuelles und persönliches, vielleicht sogar auch pathologisches oder ein Krankheitsproblem ist, sondern dass diese Ängste kulturell geprägt sind. Vielleicht kann man sagen, jeder hat schon Angst, aber jeder hat es anders. Von Kultur zu Kultur sind die Ängste unterschiedlich und auch die Objekte, auf die sich die Ängste beziehen, sind ganz unterschiedlich. Diese Phänomene, die Angst auslösend sind oder in denen man von Anxiety Culture sprechen könnte, befinden sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und vermutlich fällt jedem sofort auch ein Beispiel ein. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit Klimaängsten, seit Greta Thunberg mit dem Fridays for Future aufgerufen hat, dazu jetzt mal Panik zu haben und auch Angst als Motor zu nutzen, ist Klimaangst etwas, was in aller Munde ist. Ein weiteres Beispiel sind die Flüchtlingsbewegungen und die Flüchtlingskrise. Es gibt ja auch das Bild der Flüchtlingswelle. Also sehr viele Bilder auch, die Angst unmittelbar transportieren, die aber auch Ängste manipulieren oder Ängste produzieren überhaupt erst und die mit vermeintlich neuen Migrationsbewegungen und der Furcht vor Überfremdung und vielem mehr einhergehen. Also in unseren industrialisierten Gesellschaften, und dazu muss man auch die asiatischen rechnen, China ist hochindustrialisiert zum Teil, kommen Ängste auf, die vorher vielleicht nicht so da waren. Und der Umgang damit ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel Kontakt aufgenommen zu Kollegen, die auch über Umweltfragen und Luftverschmutzung in China sich Gedanken machen. Und da stellt man ein gesellschaftliches Verhaltensmuster fest, das auf ganz anderen kulturellen Traditionen, aber auch politischen Einbettungen in politische Systeme beruht als hier. Also die Selbstverständlichkeit, mit der Mundschutz getragen wird, aber vielleicht jedenfalls keine offensichtlich erkennbaren Ängste in der Gesellschaft zum Ausdruck kommen, in einer Situation, wo wir in der westlichen Welt schon Panik bekommen würden. Und wir müssen lernen, mit diesen unterschiedlichen Freiheitsbegriffen auch bei dem Gefühl oder bei dem Wunsch nach Sicherheit umzugehen und das Ganze in ein entsprechend objektiviertes Verständnis zu bringen. Und insofern kann Anxiety Culture auf globaler Ebene als Untersuchungsobjekt hier eine ganze Menge durch den Vergleich verschiedener Nationen und Kulturen zum besseren Verständnis beitragen.